Das Yard-Management-System hat uns Transparenz gebracht, die hat uns Performance gebracht, die Durchlaufzeiten verringert und uns zukunftsfähig gemacht. Mein Name ist Stefan Adler, ich bin IT-Koordinator und Projektleiter bei der LEAG und unter anderem zuständig für die Umsetzung des Yard-Management-Systems. Die LEAG Lausitz Energie AG, wir sind Nummer 2 unter den Stromproduzenten hier in Deutschland. Unser Kerngeschäft ist die Förderung von Braunkohle aus unseren Tagebauen. Ziel der LEAG ist es, sich zu wandeln vom traditionellen Kohlegeschäft hin zum modernen grünen Kraftwerkspark. Also in Spitzenzeiten haben wir hier am Standort Schwarze Pumpe 300 Fahrzeuge, also LKWs in der Verladung und je nach Produktionsauslastung 70 bis 80 Waggons als Verladekapazität auf der Schiene. Hier am Standort Schwarze Pumpe haben wir ein Yard-Management-System bzw. ein Yard-Automation-System umgesetzt. Hier haben wir dabei sowohl Braunkohlestaub als auch lose Briketts und auch palettierte Ware. Nachdem wir zuvor bereits ein separates System für die Betreibergesellschaft ASG Spremberg GmbH geliefert haben, ist dies das zweite Yard-Management-Projekt, das wir hier im Industriepark Schwarze Pumpe umsetzen konnten. Neben dem Industriepark Schwarze Pumpe sind auch noch weitere Industrieparks im Bereich Chemie und auch Industrie unsere Kunden und vertrauen auf unsere Lösung. Bevor wir unser Yard-Management-System bei der LEAG umgesetzt haben, bestand ein Konglomerat aus mehreren Systemen, die parallel nebeneinander existierten. Das konnten wir ablösen und dadurch ein einheitliches System für die LEAG schaffen. Unser Yard-Management-System umfasst insgesamt 17 Gleis- und Straßenfahrzeugwagen und 18 Terminals, die allesamt mit unserem Wegekonzept WECON umgesetzt wurden. Nach der Anmeldung am Anmeldeterminal inklusive der durchgeführten Sicherheitsunterweisung kommt es zur Gefahrgutkontrolle. Dabei kommt der ADR-Kontrolleur von der Applikation Logos Mobile und kontrolliert den einzelnen Fahrer im Bedarfsfall. Nach der Erstwiegung kommt es dann im Bereich Braunkohlestaub und lose Briketts zur Beladung. Für die Beladung von Braunkohlestaub und losen Briketts haben wir eine Profinet-Schnittstelle zur kundenseitigen SPS realisiert. Bei der palettierten Ware kann am Tablet sowohl die Anzahl der Leerpaletten erfasst werden, es kann dokumentiert werden, wie der Zustand des LKW vorab war, es können die einzelnen erworbenen Ladungssicherungsmittel dokumentiert werden und es kann aber auch die Ladungssicherung dokumentiert werden, worüber wir unter anderem die Fotofunktion am Tablet nutzen. Nach der Zweitwiegung erfolgt in Summe der Lieferscheindruck und die Ausfahrt am zentralen Kohletor. Neben den Materialien, die man im Industriepark bei der LEAG beziehen kann, gibt es auch noch Materialien, die in den internen oder auch werksnahen Außenlagern sowie den externen Außenlagern zu erhalten sind. Hier haben wir unsere Tablet-Applikation Logos Mobile im Betrieb. Bei der Bahnverladung haben wir die neuen Prozesse in die vorhandene Infrastruktur und die bestehenden Prozesse integriert. Im Vorfeld der Beladung bekommen wir die Waggondaten und Transportaufträge aus dem vorgelagerten Bahnsystem übergeben. Im Logos Web Client werden durch die Mitarbeiter die Waggons in den Gleisen sortiert, geprüft und freigeschaltet. In der Verladung von loser Ware wird nach der automatisierten Positionierung die Wiegung und Beladung der Waggons im Logos gestartet. Es kann jederzeit auf Handbetrieb umgeschaltet werden, um die Füllung der Waggons zu optimieren. Sind die Züge fertig beladen, können im Logos alle Waggons den entsprechenden SAP-Transporten zugeordnet und die Daten übergeben werden. Unsere Yard-Management-Software Logos ist dabei an diverse Schnittstellen angebunden. Wir haben hier eine Schnittstelle zu dem ERP-System, wir haben eine Schnittstelle zu dem Zeitfenstermanagement, zu der Warenwirtschaft, zum Leerpalettenmanagement und auch noch zu der Waggonbereitstellung für den Bereich Gleiswirtschaft. Die LEAG ist Teil der kritischen Infrastruktur. Entsprechende Sicherheitsanforderungen haben wir hier. Die besondere Herausforderung an der Stelle war, dass wir in mehreren Zonen, sowohl in OT als auch in IT, arbeiten mussten. Und dort die Schnittstellen aufzubauen, inklusive die Firewall-Thematiken, die da eine große Rolle spielten, war eine Herausforderung. Wurde aber immer zur vollsten Zufriedenheit gelöst, schnell, ergebnisorientiert. Das hat am Ende alles super funktioniert. Ja, um die Ausfallsicherheit des Yard-Management-Systems zu gewährleisten, war eine unserer Anforderungen ein dezentraler Betrieb an allen Verladestellen. In dem Rahmen hat OAS ein dezentrales Betriebskonzept mit lokalen Datenbanken entwickelt, was unabhängig von Serverausfällen oder ähnlichen Problemen in der Infrastruktur betrieben werden kann und somit uns eine 100%ige Ausfallsicherheit bietet. Aufgrund dessen, dass wir 24/7 unsere Produktion und auch unsere Verladung am Laufen haben und teilweise auch mannlose Beladungen im Industriepark durchgeführt werden, sind Störungen sofort ein Risiko für unsere Produktion. Aufgrund dessen ist es für uns elementar wichtig, 24/7 einen Ansprechpartner zu haben, der sofort reagieren kann. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, in den sehr seltenen Fällen, wo wir den mal in Anspruch nehmen mussten, dass da sofort unterstützt werden konnte.
Die Zusammenarbeit mit OAS war einfach partnerschaftlich, auf Augenhöhe, was uns ganz wichtig ist, und zielführend. Wir haben ein Projekt abgeschlossen, was sicherlich nicht einfach ist. Unsere Anforderungen sind nicht einfach, aber die sind in Gänze erfüllt worden und wir sind einfach zufrieden mit dem Abschluss des Projektes.